Es wurde ja bis vor etwas 150 Jahren in Apotheken verschrieben für über 100 medizinische Indikationen, für Herz-Gefäß-Krankheiten und dergleichen, auch schon für Diabetes etc. eingesetzt. Und wir wissen heute, weil seit den 90er Jahren wird Kakao wieder in den Fokus der Wissenschaft gerückt, man merkt, boah, es ist ein Superfood und ist eigentlich eine eigene Kategorie von Superfood. Es erhöht die Möglichkeit, mich mit mir, mit meinem Sein, mit meinem Gefühl, mit meinem Herzen zu verbinden. Und wenn ich möchte, das aktiv auch zu nutzen, um in Situationen reinzugehen, die ich erlebt habe und die nicht so schön waren. Und die natürlich unbewusst Einfluss auf mein Jetzt haben und auf das, was ich in Zukunft kreiere. Und da ist so die Veränderung, die Heilarbeit mit drin. Und das kann Kakao unter anderem. Die Herzverbindung ist stärker. Das Fühlen stärker. Und die Pflanze Kakao kommt halt mit dieser Portion Liebe im Gepäck, mit dieser Wärme, mit dieser Zärtlichkeit und kommt hier auf die Erde und verkörpert sich im Kakao. Ja, in dem Podcast geht es um Kakao, um Fügungen und man kann vielleicht auch sagen, um die verborgenen Linien des Lebens. David, du bist Gründer von Mayamunai Kakao. Kakao, der um mein Leben gekommen ist. Und dann kurz darauf haben wir uns auch kennengelernt. Und da habe ich schon gemerkt, also dass bei mir auch so, dass so einige Linien und Verbindungen gezogen wurden. Umso mehr freut es mich, dass wir heute hier sitzen, zusammen in dem Gespräch. Und ich würde auch direkt einsteigen. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du Mayamunai Kakao gegründet hast? Das ist natürlich eine bisschen längere Frage sozusagen. Erstmal vielen herzlichen Dank, Joachim, dass du selber deinen Weg gehst, dass du selber den Weg teilst mit mir und mit auch schon anderen Menschen. So haben wir uns kennengelernt, eben in Machern am Vorjahr. Und dann mit der Überraschung, dass du Mayamunai kennst, dass wir schon mal Kontakt hatten per E-Mail und dass du halt einfach die Energie und die Wirkung vom Kakao einfach für dich fühlst und eben auch mit anderen Menschen noch teilst. Und jetzt sitzen wir hier. Also echt vielen herzlichen Dank für diese schönen Entwicklungen, dass ich... Genau, zu deiner Frage, mein Lieber, wow, wie bin ich dazu gekommen? Wie habe ich Mayamunai gegründet? Ich hatte erstmal niemals vor, überhaupt mit Kakao zu arbeiten oder eine Kakao-Unternehmung zu gründen oder irgendwie ein Produkt irgendwie zu vertreiben sozusagen. Und ich glaube, das war auch ein Stück weit eine entscheidende Energie, dass ich das gar nicht wollte. Weil viele Dinge zuvor wollte ich gerne machen auf meinem Weg. Wie jeder von uns ist man vielleicht mit Medizinmännern und Frauen in Südamerika, in anderen Ländern in Kontakt gekommen und dann war schnell der Wunsch bei mir geboren, meine eigene Heilung möchte ich auch gerne teilen. Und ich möchte das irgendwie in der Form inspirieren, wie ich es auch gelernt habe vielleicht, weil das ist das Einzige, was ich kannte. Habe natürlich auch verschiedene Meisterpflanzen irgendwie kennenlernen dürfen in Zeremoniekontexten und es hat mich natürlich verändert und berührt und wollte dann beispielsweise Ayahuasca-Medizinmann werden, Jopo-Medizinmann und noch so vieles mehr. Und habe irgendwann gemerkt, dass da gar nicht der richtige Drive ist, dass ich da gar nicht zu 100% bin, weil sonst würde ich ja viel mehr dafür machen. Und es ist mir auch nicht einfach so in den Schoß gefallen, obwohl ich das auch dachte. Und habe dann losgelassen. Irgendwann kam der Punkt, wo ich losgelassen habe und gesagt habe habe ich keine Lust mehr drauf. Ich schaue jetzt mal. Und dann habe ich für eine Frau assistiert, einer Medizinfrau aus Mexiko, Ana Lahak. Und eines Tages sagte sie zu mir, als wir in Guatemala waren, 2016, 2017, wir gehen heute zu einer Kakaozeremonie. Und ich habe sogar, Kakaozeremonie, was machen wir da? Trinken wir eine heiße Schokolade? Und sie so, ja, so in der Art, du wirst schon sehen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr stark und nachhaltig berührt, sodass ich ab dem Zeitpunkt immer Kakao bei mir dabei hatte. Ich habe dann so 10 Kilogramm oder so mitgenommen nach Deutschland, habe das dann verteilt und habe Zeremonien geleitet, so wie ich es gefühlt habe und wie ich es auch gesehen habe und habe Elemente eingebaut. Und irgendwann diesen Kakao, den ich kennenlernte, aus Guatemala, aus Mexiko, wundervolle Kakaos. Geschmacklich war es nur jedes Mal irgendwie schon, wie man sagt, vielleicht eine sehr bittere Medizin.
Und habe ich jetzt nicht so irgendwie auch so zu mir genommen und habe es genossen in dem Sinn. Und dann habe ich den Kakao aus Venezuela kennenlernen dürfen. 2020 in den spanischen Pyrenäen habe ich einen Mann kennengelernt, Oliver, der hatte den Kakao aus Venezuela in der Gemeinschaft, wo ich war. Und ich hatte noch den Kakao aus Guatemala dabei. Und wir haben uns das so gezeigt. Hier, mein Kakao aus Guatemala, von Ana Marina. Und er so, ja, der Kakao ist aus Venezuela. Und ich habe darf ich anfassen? Ja, ich habe so gerochen. Und ich habe schon so gerochen. Ich meinte so, wow, darf ich mal probieren? Und er meinte so, klar, probier mal. Und ich habe probiert und ich meinte, wow, das ist kein Kakao. Das ist Schokolade, bitte. Erzähl mir das nicht. Ne? Er sagte, das ist Kakao, du hast gar keine Ahnung von Kakao. Ich so, aber wie kann das sein? Da ist doch Milch drin, da muss doch Zucker drin sein. Und er meinte, nein, das ist Kakao aus Venezuela. Wie? Und das ist der Grund, warum der so viel anders sein soll als andere Kakaos? Wenn du wüsstest, Kakao aus Venezuela, unter anderem auch aus Ecuador und Madagaskar, sind einfach die edelsten Kakaos vom Aroma her und dergleichen. Ich so, okay, kann ich davon irgendwas haben? Darf ich davon irgendwas mitnehmen nach Deutschland? Dann hat er mir 10 Kilogramm gegeben. Wow. 10 mal 1 Kilogramm. Und ich glaube, so 6, 7, 8 Kilogramm habe ich verschenkt an meine Freunde, an Nikolai, an Carlos. Hatte er direkt 10 Kilo Kakao dabei, als er unterwegs war? Nee, aber der hat in der Nähe gewohnt bei Barcelona. Ah, okay, Und verstehe. genau. Okay. Und dann habe ich das dann habe ich das mitgenommen nach Deutschland und dann habe ich das verschenkt größtenteils und die Reaktion war überall gleich. Die sind alle genauso ausgeflippt wie ich. Ne, das kann ja wohl nicht sein. Und dann hat es einen Monat gedauert, 2 Monate, 3 Monate und jeder hat sich gemeldet und meinte, ich habe nicht mehr von dem Kakao. Kannst du mir was besorgen? So fing es an. Und dann waren irgendwann mal 30 Kilogramm, 40 Kilogramm, 80 Kilogramm im Laufe von einem Jahr. Und dann kamen schon Freunde, das Leben hat schon zu mir gesprochen. Weil Freunde, die eigentlich gar nicht so wirklich mit Kakao zu tun hatten, meinten so, Dave, das ist doch voll deine Sache. Du solltest da ein Business ausmachen. Ich so, nein. Das möchte ich nicht. Ich fokussiere mich auf meine Sachen. 9. Dimension, auf Kakao, auf Hypnose eben. Und da will ich jetzt meinen Fokus drauf setzen und habe mich dazu entschieden. Und irgendwann trinke ich eine Tasse Kakao bei mir in der Küche. Hatte schon jahrelang keine andere Form von Medizin genommen, auch kein Tabak, kein Alkohol, einfach nur Kakao, Atmen und Meditation. Und auf einmal spricht eine Stimme zu mir, innerlich. Und auch noch auf Spanisch. Si te cuidas por mí, me cuido por ti. Das heißt, wenn du dich um mich kümmerst, kümmere ich mich um dich. Und ich sofort, das ist der Kakao. Also ich sage nichts, ich spüre einfach, das ist ja Kakao, wow. Ich setze mich noch damals, als ich in der Wohnung lebte, in der Küche auf das Sofa, setze mich hin und so, okay. Und dann so, möchtest du mit mir zusammen wirken? Ich so, ja, aber wenn, dann habe ich Anforderungen an dich. Wenn ich das möchte, wenn ich das mache, wenn ich Ja sage, dann möchte ich ein würdiges Leben führen. Ich möchte weiterhin mich auf meinem Weg befinden, alles über mich selbst zu lernen, um mich selbst zu realisieren, in diesem oder einem anderen Leben. Ich möchte alles von dir lernen. Ich möchte zurück zum Ursprung, wo du herkommst. Und dann wäre ich dabei. Check. Ich so, cool. Ja, wow. Ich bin dabei. In dem Moment kam eine Vision, praktisch eine Tagvision, und habe mich im Dschungel gesehen. Ich war schon häufiger im Dschungel vorher, aber ich war noch nie bei Kakaobäumen oder so. Und ich sehe mich mit Kakao, ich sehe mich mit Menschen. Ich sehe noch nicht den Namen Maya Munai, aber ich sehe schon, es wird eine Art Unternehmung werden. Und wow, schreibe es auf. Und genau, und wusste dann so, okay, was ist jetzt der erste Schritt für mich? Ich habe keine Verpackung, ich habe kein Logo, ich habe keinen Namen. Genau, das wäre wohl mit das Erste. Oh, ich brauche ein Gewerbe. Ich muss das irgendwie offizialisieren, wenn ich das wirklich so, ja klar. Und dann habe ich angefangen, einen Namen zu suchen, habe locker 200 Kreationen aufgeschrieben. Manche mit Maya, manche mit Munai und 1000 andere, wie gesagt. Und nichts hat sich richtig angefühlt. So, ich wusste, ich habe auch mit einer Freundin, schon mit Ekadashi, die Designs bei uns macht, gearbeitet. Und wir haben überlegt und haben uns immer mal ausgetauscht. Sie war richtig überzeugt von manchen Dingen und inspiriert. Ich so, nee, das fühle ich nicht. Und sie, das fühle ich auch nicht. Ich so, ich auch nicht. Und dann irgendwann habe ich Yoga praktiziert, war im herabschauenden Hund und unerwartet gehe ich in die Kobra und in dem Moment innerlich kommt Maya Munai.
Und ich komme so nach vorne und ich wusste es schon, Maya Munai. Und ich sehe es auch so vor mir, Maya Munai. Diesen Singsang schon fast. Das ist es. Da habe ich Ekadashi angerufen, Maya Munai. Und sie meinte, ja, das ist es. So ist Maya Munai gekommen, ich habe ein Gewerbe angemeldet und so hat das angefangen. Wir haben angefangen, über ein Design nachzudenken für die erste Verpackung und so hat das angefangen. Also völlig ohne den Wunsch, Kakao kommerziell zu teilen. Das Wort gefällt mir jetzt auch nicht so unbedingt. Genau, so hat es angefangen. Ich fand es spannend, du hast mir die Geschichte damals am Feuer, wo wir uns kennengelernt haben, hast mir so einen Teil der Geschichte erzählt. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, also Maya Munai kam so mein Leben. Ich habe eine große Feier gemacht. Ich habe ganz viel von deinem Kakao oder von eurem Kakao halt ausgeschenkt. Und dann kam es ja kurz drauf, auf der ersten Feier habe ich jemanden von deinem Team kennengelernt und dann war es nochmal ein Stück und dann sitzen wir am Feuer. Und dann dachte ich mir schon so, hey, ist spannend. Und da gibt es noch eine längere Geschichte zu dem Kakao mit Freunden, wo schon so Linien gespannt wurden. Und dann haben wir uns kennengelernt und du hast mir die Geschichte eben erzählt und ich dachte mir so, wow, das ist echt, also so genau so ein Beispiel, wie das Leben spielt, wenn man sich auf dem Weg macht, also auf seine, ich würde mal sagen, dem Weg seiner Bestimmung geht, weil viele Sachen, die du mir dann so erzählt hast, dann würde ich auch gleich jetzt noch mal ein bisschen reingehen wollen, das kannst du halt nicht planen. Ne? Also wenn du jetzt einfach sagst, okay, es kommt jetzt aus dem Verstand, ich mache jetzt ein Kakao-Business und dann legst du los und dann probierst du das umzusetzen, was ihr jetzt so auf die Beine gestellt habt, dann ist ja die Chance sehr groß, dass es vielleicht gar nicht klappt. Oder wenn du logisch rangehst, dann würdest du sagen, ey, das geht gar nicht. Also erzähl mal bitte ein bisschen, ihr habt eine eigene Hacienda in Venezuela und vielleicht magst du mal so kurz erzählen, auch wie es dazu kam, dass ihr da jetzt eine eigene Hacienda habt. Also auch den Punkt, den du erwähnt hast, nochmal ganz kurz, du hast dein Team gesagt. Das ist mir auch ganz wichtig und bei uns ist unser Team und Menschen, mit denen wir zusammenwirken entlang der gesamten, wir wollen es eigentlich gar nicht mehr Wertschöpfungs-, sondern Wohlwollenskette nennen, sind bei uns Mitwirkende. Okay. Alle sind gleich wichtig, alle sind einfach bedeutend und in alle Richtungen. Auch bei allen Dienstleistern, ob es DHL ist oder so. Wir schenken den DHL-Leuten bei uns Kakao oder so, wenn die das abholen, ne, damit die das auch schmecken. Hier, das holst du ab bei uns und so. Ne? Und wenn sie was wissen wollen, erzählen wir natürlich auch ein bisschen was. Und es ist super schön, was du sagst, weil all diese Dinge, die sich aktuell im Kakao ergeben für uns, auch die Hacienda unter anderem, sind Dinge, die wirklich, also der Kakao kümmert sich wirklich um mich. Und der kümmert sich sozusagen ja auch dadurch um sich selber, weil seine Zeit ist sozusagen, wie auch ganz viele andere Pflanzen, sich mitzuteilen, dass wir in Verbindung damit kommen. Und mit der Hacienda zum Beispiel, noch vorher, alle Punkte, die entscheidend waren, sozusagen, die ich als wie Meilensteine für mich sehe und für Maya Munai, sind einfach zu mir gekommen. So kannte ich zum Beispiel Ekadashi. Und ich bin zu ihr und sie meinte schon, ich bin im Auto gefahren, habe ihr eine Nachricht geschickt. Ich meinte, du intuitiv, du kennst ja schon den Kakao. Ich habe hier noch 10 Kilogramm im Auto. Ich fahre nach Leipzig zu meiner Mutter, die hat Geburtstag. Du hast doch so ein großes Netzwerk, ist auch eine Medizinfrau. Und vielleicht kannst du mal eine Nachricht reinsetzen. Sie so, ja, schick mir eine Audionachricht, ich teile die in der Gruppe. Okay, bin ich hingefahren, bin hingekommen, sie meint, ist schon alles weg. Ich so, okay, krass, ich muss zu meiner Mutter, kann ich mir noch mal kurz Hände waschen? Ja, geh mal in die Küche. Ich gehe in die Küche. Ach, vorher meinte sie noch, ach, und wenn du jetzt wirklich was machen möchtest, denk mal bitte an mich, weil ich würde voll gerne mit dir zusammen was kreieren. Ne? Ich könnte Designs machen etc. Ich gehe in die Küche, wasche mir die Hände, bei ihr ist alles voller Kunst, alle Wände, alles von ihr selbst, wasche mir die Hände, sprech so mit ihr und guck so und das, was bei uns auf dem Label jetzt ist, die Mama Kakao, eine schwarze Frau, so Kolumbianerin, so Venezolanerin, reicht dir so den Kakao und ich guckte so, Ekadashi, eigentlich nenne ich sie Eka, hast du das gemalt? Ja natürlich, ich habe ja alles gemalt. Diese Frau, dürfen wir das verwenden? Und so kam das und ich habe dann über einen Freund, Luis, den Kontakt zu Marlene bekommen und Luis, mit den ich heute mit den beiden die Hacienda begleite, dieses Stück Land in Venezuela, in Caripito.
und habe sie dann kontaktiert, weil ich auch nochmal, bevor ich überhaupt mich da reinschmeißen wollte, mit allem, was ich bin, wollte ich auch nochmal genauer wissen, wie sieht es aus im Kakaobereich in Venezuela? Gibt es dort Sklaverei? Gibt es dort unfaire Bedingungen? Werden die Leute gut bezahlt? Ist dort Gentechnik drin? Wird dort viel mit Hybridsorten gearbeitet? Und so weiter und so fort. Und um einfach nochmal von der dritten Meinung das irgendwie zu hören. Da habe ich den Kontakt zu Marlene bekommen und Marlene meinte so, ey, von dem allen gibt's hier nichts. Wir sind hier in Venezuela, wir haben keine tollen Bedingungen, wirtschaftlich geht's uns nicht gut, politisch ist auch sehr fragwürdig, aber jeder Bauer hat sein eigenes kleines Stück Land und ist sozusagen Herr oder Frau oder Herrin über seinen Kakao und darf halt sehen, wie die Sachen funktionieren. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Und organisch ist hier alles. Die Leute haben nicht mal das Geld, um überhaupt darüber nachzudenken, das in Pestizide oder so einzusetzen. Das ist eigentlich alles Subsistenzwirtschaft. Ich so, wow, cool. Und sie meinte dann, ich möchte gerne, weil ich habe dort am Anfang war sofort für mich klar, ich möchte einen geschlossenen Kreislauf haben. Ich möchte nicht nur bekommen und das hier verteilen, ich möchte das auch zurückgeben. Also habe ich am Anfang gesagt, ich möchte auf jeden Fall erstmal anfangen damit, 1 Euro von jedem Kakao zurückzubringen. Und wenn es nicht viel ist, aber ich möchte das jeden Monat machen. Und sie so, ja, cool. Kennst du irgendein Projekt, wo Bäume gepflanzt werden oder? Und sie meinte, warte mal eine Woche. Ich spreche mal mit ein paar Freunden und dann komme ich mal auf dich zurück. Und ich so, ja, okay, alles klar. Dann hat sie Luis, mit dem wir heute zusammenwirken, kontaktiert. Der ist Agraringenieur und hat 30 Jahre Projekterfahrung mit Kakao in Venezuela und auch in anderen Ländern. Da kommt der Tesla des Kakaos aus Venezuela direkt zu uns, wie ich mittlerweile und sofort gespürt habe. Und Marlene hat auch einen Chocolatier-Hintergrund und einen Kakao-Hintergrund in ihrem Leben. Und ist Zeichen ihres beruflichen Zeichens, ist sie ausgebildete Juristin. Ne, also das ganze Rechtliche und das ganze Ingenieur- und Agrarwirtschaftliche. Diese Elemente sind ja super wichtig, für in einem Land zu sein, aus dem ich gar nicht komme und die formellen Geflogenheiten gar nicht kenne. Ich glaube, man muss ja noch mit reinbringen, also Venezuela, ich meine, es ist gerade eine Umbruchphase, aber damals es ist ja gar nicht so einfach, überhaupt ein Business zu machen mit Venezuela, so wie ich das verstanden habe. Also es ist ja quasi fast unmöglich, da was so aufzubauen in dem Stil. Ja, das hat mich damals auch so beeindruckt, dazu zu in Venezuela, und ich habe dann so überlegt, weil ich auch viel in der Gegend unterwegs war, okay, aber wie machst du ein Business auf in Venezuela? Das ist eigentlich quasi fast als Außenstehender erstmal fast unmöglich, würde ich sagen. Ja, ich gucke da selten von außen drauf und kriege dann manchmal Erinnerungen von dir oder ich habe mit vielen Menschen komme ich in Kontakt und da waren auch welche aus der Entwicklungshilfe dabei, mit Erfahrung mit Hintergrund Venezuela und da meinte einer von der KfW, in Venezuela, da haben wir jahrelang was versucht. Wie soll das denn möglich sein? Genau. Und Venezuela ist vielen Handelsembargos ausgesetzt und hat wenige Partner sozusagen. Und es ist super schwierig. Es ist super komplex. Es ist super herausfordernd. Es fließt trotzdem die ganze Zeit. Man kann nicht am Gras ziehen und auch nicht am Kakao, damit er schneller wächst. Und das ist auch eine grundsätzliche Perspektive von uns und Ausrichtung. Wir wollen organisch wachsen und wir überlassen die Prozesse den Prozessen. Und wir arbeiten komplett ohne Druck. Also natürlich mache ich mir selber mal Druck oder sowas. Das sind noch meine Programme. Gott sei Dank darf ich die auch mehr und mehr erkennen, auch durch Menschen wie dich, die mein Spiegel sind. Und genau, und es läuft. Es läuft, es ist schön, wir kommen Schritt für Schritt voran. Auch die beiden machen ihre Prozesse mit mir, ich mit ihnen. Wir sind Freunde und das ist das Schönste. Ich freue mich, wenn ich nach Venezuela komme, weil ich weiß, ich habe eine geile Zeit dort, ich habe eine liebevolle Zeit, eine herzliche Zeit. Und die Venezolaner sagen auch, den Satz habe ich aber aus Mexiko, donde hay amor, hay espacio. Wo es Liebe gibt, gibt es auch Platz. Und da kann das Haus, die Wohnung noch so klein sein oder so. Es wird dir immer angeboten. Du wirst immer eingeladen. Und sie fragen nicht danach, ob sie was bekommen. Und das ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Und mit Marlene gesprochen, dann das Gespräch mit Luis gehabt. Und dann haben sie mir vorgeschlagen,
Du, ich habe ein kleines Stück Land in Macuro, das ist ungefähr 1 Tag entfernt von Caracas, dann noch mit dem Boot gegenüber von Trinidad und Tobago. Und wenn du möchtest, können wir da sowas wie ein klassisches Entwicklungsprojekt machen. Da gibt es 40 Kakaobauernfamilien und das Geld, was du erwirtschaftest, den Teil davon können wir dorthin bringen. Er hatte ja Projekterfahrung, wir können das so und so machen, wir können die Qualität der Bohnen verbessern, dann können sie mehr Einnahmen generieren, du kannst die Bohnen zu einem höheren Preis einkaufen und so weiter. Ja, und ich hatte dann auch noch überlegt, wie ich das mache, auch da wieder, wie mache ich das, wie wird das Geschäftsmodell? Da habe ich überlegt, ich hatte so aus Kakao-Kooperativen Beispiele und. Das hat mir aber alles noch nicht gefallen. Und dann kommt ein Freund zu mir und sagt, hier, schau dir das mal an. Kennst du die Gebana? Gebana kenne ich nicht. Das ist eine Firma aus der Schweiz. Die haben mal vor 50 Jahren oder so angefangen mit einer Frauen-Bananen-Kooperative in Costa Rica. Ich so, okay, lese ich mir mal durch. Und habe es mir durchgelesen. Und die sind halt vor Ort und geben halt viele Schulungen, zahlen den höchsten lokalen Marktpreis, kümmern sich um die Menschen, versuchen natürlich auch sozial zu wirken, zu inspirieren, nicht irgendwie überzustülpen, zu missionieren oder dergleichen. Und die Produkte eben in Europa oder in der Welt zu verkaufen und geben 10% vom Umsatz zurück. Den lokalen höchsten Marktpreis zahlen sie an den einzelnen Bauern. An Juan, an Andres, an Miguelón, an Marino zahlen sie das Geld, den höheren Preis für ihre 30 Kilogramm, 50 Kilogramm. Aber die 10% vom Umsatz gehen zurück ans Kollektiv, damit sie gemeinsam entscheiden können, Ausgaben zu tätigen, die sie nicht alleine tätigen können von dem Geld. Mal eine neue Machete kaufen, mal Schuhe, die nicht mehr kaputt sind, zu kaufen, vernünftige Gummistiefel, um irgendwie ein bisschen geschützt zu sein im Dschungel. Um eine Kettensäge vielleicht auch mal zu kaufen, die man braucht. Wenn ein Baum umgefallen ist, den Weg versperrt oder was auch immer, viele Dinge. Da haben sie alleine nicht das Geld zu. Und das war sofort klar, das machen wir. Das machen wir. Voll schön. Ja, das war der schöne Ansatz, das zu führen. Ja, und so kamen die Dinge, immer. Wahnsinn. Ist vielleicht auch spannend mal zu erfahren, also gut, du magst jetzt dieses Kakao-Business. Wo kommst du ursprünglich her? Du hast schon ein bisschen angedeutet. Aus meiner Mutter und meinem Vater. Okay, dann wollen wir nicht ganz so weit zurückgehen. Aber du warst heilerisch tätig. Heilerisch, ja. Wo kommst du so her? Also wer warst du vor Maya Mounai Kakao? Wie würdest du dich vorher beschreiben? Was war da los? So ein paar Meilensteine. Also heilerisch, das ist natürlich ein großes Wort. Ich habe natürlich versucht, das, wie ich anfangs gesagt habe, was ich selber in der Lage bin und in mir schon realisiert habe, war ein ganz großer Wunsch von mir, das ist auch naturell von mir, das zu teilen, es auch dir gut gehen zu lassen. Ne? Und wie ich heute auch weiß, weil ich bin du bist ich, geht es uns beiden gut, geht es uns allen gut. Und das ist natürlich auch in der Wirtschaft so, in allen Bereichen. Und bevor ich eben zum Kakao gekommen bin, bevor ich in Guatemala, Südamerika war, ich habe tatsächlich völlig unbewusst, heute weiß ich, eine der Übersetzungen für BWL ist Bewusstlosigkeit. Und das hat für mich auf jeden Fall super zugetroffen. Habe ich aber halt eben nicht gemerkt, weil ich halt eben da gar keine Wahrnehmung zu hatte. Da war ich noch viel, viel mehr programmiert als jetzt. Und habe aber das irgendwie, es sollte auch so sein, habe das durchgezogen, auch erfolgreich. Und in der Zeit bin ich schon immer viel gereist. Und ich habe Entwicklungs- und Umweltökonomie vertieft in dem Studium. Und mein Traum war, das hat mich auch am Leben gehalten im Studium, ich möchte in die Entwicklungshilfe. Und hatte dann auch meinen ersten Job in Mexiko, in einer Mikrokredit-Finanzierungsinstitut, ProCredit. Und am ersten Tag, wo ich angekommen bin, das wäre jetzt eine sehr lange Geschichte, bin ich auf jeden Fall bin ich in den aztekischen Tanzkreis gelangt am Morgen. Danach haben die mich in eine Schwitzhütte genommen. Ich dachte, die wollten mit mir Mezcal nehmen, weil mein Spanisch war noch ein bisschen rudimentär oder ein bisschen eingerostet. Und am Abend haben sie mich noch mit zu einem Meister, wie sie gesagt haben, genommen, der eine Rede gehalten hat, der aus Oaxaca kam. Wir waren da in Guadalajara gerade, der über das Leben nach dem Tod sprechen würde. All das habe ich an einem Tag erlebt. Das waren irgendwie so 12 Stunden oder so.
Und die haben mich dann zurückgefahren, wo ich herkam. Ich hatte bei Mike, dem Vorstandsassistenten dieser Firma, dort genächtigt. Und der war außer sich, als er mich gesehen hat. Wo warst du? Ich hatte mein Handy nicht dabei. Ich dachte, ich wäre eine Stunde im Park oder so vielleicht. Und er war, wo warst du? Wo bist du? Gott sei Dank, du bist hier. Warte mal, erzähl mir gleich. Ich muss kurz anrufen, dass du da bist. Und so. Und dann habe ich ihm das erzählt und das war schon sehr magisch für mich. Ich habe mich sofort, also diese Kultur, diese, sagen wir mal, schamanische Kultur von Mexiko, hat mich sofort willkommen geheißen. Als mich der Anleiter, der Medizinmann Rosario gesehen hat, noch tanzend, hat er sofort Augenkontakt zu mir aufgenommen und es standen auch noch andere Menschen dort, hat dann weitergemacht, der Tanz war zu Ende, sie haben sich kurz besinnt, dann ist er rausgekommen, ist schnurstracks auf mich zu, hat mich begrüßt, hat sich vorgestellt und hat gesagt, wenn du möchtest, kannst du reinkommen. Ich so, gerne. So hat es angefangen. Und so, ich bin dann immer wieder dahin gegangen. Dadurch haben sich super viele Dinge ergeben. Ich habe unter anderem Ana Lahak kennengelernt, eine unglaublich wundervolle Medizinfrau aus Mexiko, die mich bis heute begleitet. Mal näher, mal weniger, mal distanzierter. Und ich durfte auch, und das war wohl sehr entscheidend für mich, 4 Jahre habe ich Workshops, Zeremonien, Einzelsitzungen für sie in Deutschland organisiert und auch in anderen Ländern. Und wir haben auch Reisen organisiert dann in Guatemala, in Mexiko. Und so bin ich mit so vielen, auch ihrer Lehrer in Kontakt gekommen. Und darüber hinaus auch in anderen südamerikanischen Ländern. Und das waren auf jeden Fall, ja, das prägt mich. Das hat mich geprägt, das hat mein Weltbild erweitert. Das hat meine spirituelle Ausrichtung erweitert. Und in dieser Zeit hatte ich dann noch so Meilensteine. Du hast heilerische Tätigkeiten angesprochen. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir niemanden heilen. Oder ich sehe das so für mich. Ich heile niemanden. Es führt gegebenenfalls dazu, wenn das Wasserglas voll ist, dass die letzte Inspiration möglicherweise durch mich kommt und die Person das dann einfach in dem Moment spürt und am Ende ihres eigenen Weges ist und dann eine Veränderung wirklich sich einstellt. Und vielleicht dankbar mir gegenüber dafür ist, dann ist das schön. Aber mehr ist es auch nicht, letzten Endes. Und so bin ich auch auf meinem Weg. Ich durfte eine Heilerausbildung zu einem Medium, zu einem Heilkanal für die 9. Dimension machen in Mexiko, 2010. Wirke damit bis heute. Habe vielleicht auch tatsächlich bis zu 1000 Menschen schon jetzt in Einzel- und in Gruppensessions berühren dürfen sozusagen. Und ich habe dann auch die Hypnose. Ich habe mehrere Hypnoseausbildungen gemacht und habe dann als Hypnotiseur gearbeitet. Und wenn ich gefragt werde, mache ich das immer noch. Aber der Kakao fordert halt auch viel von mir sozusagen. Das ist auch schön. Und da hat mich ein Typ auf der Straße angesprochen und hat gesagt, du bist doch ein Typ für Hypnose. Und legt seine Hand auf meine Schulter. Und es geht wie ein Elektroschock durch mich durch. Ich so, wer, wann, was, wo? Bitte sag mir das. Hat er mir die Nummer gegeben, den Kontakt und ich habe diese Ausbildung gemacht. Und es ist voll meins. Ich liebe das. Ja. Es ist spannend zu hören, weil, wenn ich dir jetzt so zuhöre, im Prinzip, das war ja nie geplant. Nee. Es kommt ja einfach, ne? So, du Ja. gehst einfach deinen Weg und irgendwie habe ich schon das Gefühl, du hast so den Mut, dich einzulassen auf Dinge. Also auch diese Geschichte in Mexiko, kann man jetzt erstmal, du erzählst sie halt so locker flockig. Auf der anderen Seite, wenn man so, ich sag jetzt mal, als Gringo in Mexiko und da unterwegs ist und dann 24 Stunden weg oder 12 Stunden. So, du hast da nicht wirklich, oder vielleicht wenig Angst gehabt, oder? Berührungsangst. Manchmal denke ich auch wenig Bewusstsein und wenig Achtsamkeit sozusagen. Es waren dann auch immer mal wieder Momente dabei, wo ich kurz dachte so, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Und dann kam aber sofort, du bist komplett in der Führung. Also alles, was jetzt hier gerade passiert ist alles perfekt. Und dann war das auch wieder weg. Oder wenn eben Menschen mich darauf ansprechen, du bist in Venezuela? Ist das nicht super gefährlich? Da gibt es seit 20, 25 Jahren Warnungen vom Auswärtigen Amt. Und das ist tatsächlich, gab es da Jahre, die extrem waren. Da haben die Menschen tatsächlich aufgrund von Hyperinflation, wirtschaftlichen Zusammenbruch, das Land war so schlecht aufgestellt, dass sie 2017, 18, die hatten nichts mehr zu essen.
Die haben Hunde gejagt auf der Straße. Oh, krass. Die haben alles gegessen, was sie konnten. Und das hat natürlich zu hoher Gewaltkriminalität geführt. Also wir waren da zu dem Zeitpunkt mit einem Medizinmann durch Kolumbien und Venezuela gereist und wir hatten selber nichts zu essen kaum. Also mein guter Freund von mir, ein Bruder von mir, Nikolai, der hat 10, 12 Kilo abgenommen in der Zeit. Weil egal ob wir Geld hatten oder nicht, das war das nächste Thema. Man konnte auch nicht an Geld kommen. Es war alles und es war schwierig, sagen wir mal. Und die Leute vor allen Dingen, die hatten es schwierig. Für uns war es ein paar Wochen oder so. Wir entscheiden uns ja auch mal bewusst zu fasten oder dergleichen und sind dann auf so einer Medizinreise. Und ist auch okay, nehmen wir an. Aber das waren auf jeden Fall schon Bedingungen, die dort erlebt haben, super schwierig. Genau. Und klar berechtigt dann einfach zu fragen, was ist los? Wie machst du das da? Und so. Mittlerweile, es war so, als ich das zweite Mal dann in Venezuela war, in Macuro, also erinnere ich mich an eine Situation in Guiria. Ich bin der einzige Weiße dort, der dort irgendwie vielleicht auf der Isla Margarita oder im Tepuy, eines der Weltwunder auf der Erde, wo der höchste Wasserfall der Erde ist. Und diese Canyons. Kommt eine Frau auf mich zu und bleibt stehen und sagt, danke. Eine schwarze Frau, danke, dass du da bist. Ne? Das war früher normal, glaub mir. Wir waren ein normales Land. Leute kamen aus der ganzen Welt zu uns, vor 13, 14 Jahren noch. Das ist irgendwie für mich wie so eine Erinnerung und ein Zeichen der Normalität. Hoffentlich kommen noch mehr von euch. Erzähl bitte, wenn du bei dir wieder bist, wie es hier ist. Und alle fragen auch, wie wirst du behandelt? Und dann war es auch so am Anfang, die Venezolaner, wie gesagt, alle herzlich, es ist so unglaublich herzlich in Venezuela, sagen dir dann am Ende, bevor du weitergehst, und bitte pass auf dich auf. Nicht alle Venezolaner sind so wie wir. Und dann habe ich das einmal gehört, zweimal gehört, dreimal und irgendwann war mir klar, da ist irgendwo ein kollektives Trauma. Die Zeit, ich erlebe das hier nicht. Und ich bin in Städten, ich bin in U-Bahn, ich bin in Bussen, ich bin auf dem Dorf, ich bin im Land, ich bin im Dschungel. Und überall begegnet mir Herzlichkeit und Freundlichkeit. Und irgendwann habe ich dann gesagt, du, danke, dass du mir das mitteilst, aber ich darf dir sagen, ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Egal, wo ich lang gefahren bin, jeder hat mir das Gleiche gesagt wie du. Und jeder ist so herzlich. Und was ich in Deutschland teilen werde, ist auf jeden Fall, bitte geht nach Venezuela. Hört nicht auf die Reisewarnungen, weil das existiert nicht mehr. Es gibt Militärkontrollen, Polizeikontrollen aller 20, 30 Kilometer, weil die mussten der Situation Herr werden in einer gewissen Phase dann. Und ja, wenn man jetzt eben weißer Tourist ist, die verdienen so gut wie gar kein Geld, dann ist es manchmal ein bisschen nicht so schön, aber ich musste noch nie irgendwie was geben. Und ich habe immer gesagt, hey, ich bin hier Teil eines Kakaoprojekts, wir wollen was richtig Schönes. Ich habe wundervollen Kakao dabei, von deiner Erde und ich gebe dir höchstens Kakao und das mit Liebe. So, ne? Und da waren so viele schöne Momente schon dabei. Und dann werden die weich und ist schon, genau. Ja, ich habe das auch erlebt, fast immer, wenn ich hier in Deutschland bin und ich denke zum Beispiel über Nicaragua nach oder über irgendwelche Länder, dann kommt hier so ein komisches Gefühl, wenn ich in dem Land bin, merke ich, es ist halt komplett anders, wenn du vor Ort bist, als du halt dir das vorstellen kannst hier in Deutschland. Ja. Ich würde das Thema ein klein bisschen wechseln, was mich interessieren würde aus deiner Sicht. Also wir haben jetzt viel über Kakao gesprochen, aber vielleicht der eine oder andere, der jetzt hier zuguckt, der hat jetzt vielleicht noch das Bild vom Kakao, den ich hier im Supermarkt kaufe, irgendwie im Kopf. Also es geht ja hier um zeremoniellen Kakao und vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, was macht Kakao mit mir? Also warum sollte ich Kakao trinken? Was ist so der Sinn und Zweck davon, Kakao in die Welt zu bringen oder mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Boah, das ist ein riesen Thema. Das ist so schön. Da gibt es 1000 Dinge, die ich anführen kann. Was ist Zeremoniekakao? Warum Kakao überhaupt? Kakao hat ja eine super lange Historie. Also wenn wir den Glauben schenken, dann haben die Tolteken schon mit Kakao auch gearbeitet, zeremoniell. Das überliefert ist seit 3000 Jahren das mit Kakao, dass sie als Meisterpflanze anerkannt ist und dass ihr halt Wirkungen nachgesagt werden, die nicht nur auf der physischen Ebene existieren, sondern eben auch auf der spirituellen, geistigen Ebene. Das heißt, von Mexiko bis Peru wurden Zeremonien durchgeführt,
um sich mit dem Herzen zu verbinden, mit der Liebe zu verbinden, aber auch um sich zu reinigen, um vielleicht für jemand anderen, um für Gesundheit zu bitten und da was zu übernehmen und durchzuarbeiten sozusagen in Zeremonien. Es wurde dafür genommen, um sich zu energetisieren, bevor man auf die Jagd geht vielleicht oder dergleichen. Und es hat sehr, sehr mannigfaltig ist es eingesetzt worden einfach. Und wenn wir Kakao angucken in der biochemischen Struktur, dann gibt es einfach, hierzulande sagt man in unserer Wissenschaft, ungefähr 600 Nährstoffe. In Südamerika spricht man von 1200. Und man entdeckt hier immer noch nach und nach mehrere Nährstoffe und Wirkstoffe, Vitalstoffe. Und einfach nachweislich sind Anandamin drin, ist Theobromin drin, Serotonine sind da drin, die einfach wirklich uns gut tun, uns wohlfühlen lassen, uns wohlig fühlen lassen. Wir kennen das alle. Die Oma hat vielleicht mal eine heiße Schokolade gemacht oder so, wusste vielleicht nicht warum, aber es war, ich möchte meinem Enkel was Gutes tun. Und dafür hat sie mir keinen bitteren Löwenzahntee gegeben oder so vielleicht, sondern Kakao. Kakao. Ne? Und also es hat einfach auch Historie, auch bei uns in Europa natürlich. Es wurde ja bis vor etwas 150 Jahren in Apotheken verschrieben oder geteilt, weil es von Ärzten verschrieben wurde. Für über 100 medizinische Indikationen. Ja, also es wurde für wusste ich gar nicht. Ja, spannend. Es wurde für Herz-Gefäß-Krankheiten und dergleichen, auch schon für Diabetes etc. eingesetzt. Und wir wissen heute, weil seit den 90er Jahren wird Kakao wieder in den Fokus der Wissenschaft gerückt und man merkt, boah, es ist ein Superfood und ist eigentlich eine eigene Kategorie von Superfood. Also mal so als Vergleich, die Kokosnuss, was ein Superfood ist, Wahnsinn, und ich liebe die Kokosnuss, hat 200 Wirk- und Nährstoffe. Kakao hat mindestens 600 beziehungsweise 1200. Das ist also mal zu der Komplexität von Kakao, die es einfach physisch mitbringt. Und das ist jetzt wieder aufgenommen worden. Es gibt super viele Studien. Es gibt sogar Studien darüber, dass es die Stammzellen erneuert. Und viele, viele Dinge. Und das ist der eine Teil. Und was es natürlich im Physischen bewirkt es natürlich auch im Ätherischen. Ne, ganz klar. Und was macht es da für mich? Also als ich das erste Mal kennengelernt habe in Guatemala, bei dieser ersten Zeremonie von mir, da hat die Nana Marina, die Medizinfrau, das eigentlich ähnlich angeleitet, wie wahrscheinlich jede Therapie und jeder Medizinfrau und Therapeut das macht. Man hat eine Geschichte erzählt und man hat irgendwie vielleicht erzählt, wie man vor einer Herausforderung steht und wie man die gegebenenfalls lösen kann. Oder beispielsweise, man hat einfach sich verbunden mit der Zeit. Kakao wirkt ja angeblich so ungefähr nach 40 bis 45 Minuten, wird durch Chili noch ein bisschen verstärkt und beschleunigt der Prozess, ist aber für jeden anders, wie gesagt. Und dann ist es halt so, die Herzverbindung ist stärker, das Fühlen ist stärker. Und dann hat sie uns angeleitet, in Situationen aus unserem Leben reinzugehen, die für uns noch nicht sich so schön angefühlt haben. Was ja auch viele Lehrer und Lehrerinnen auf der Welt uns teilen, dass wir in Situationen reingehen, weil Zeit nicht existiert, wir das im Hier und Jetzt wieder recallen können, erleben können und dann mit unserem heutigen Bewusstsein reingehen können und die Situation verändern, anders erleben. Und häufig ist es bei mir so gewesen früher, auch mitunter immer noch, dass ich ja wusste, beispielsweise der Klassiker, ich habe Probleme mit meinen Eltern, ich verurteile sie für irgendwas oder dergleichen und weiß aber schon aus meinem Bewusstsein, ich möchte gerne meine Beziehung zu meinen Eltern heilen. Ich möchte nicht mehr cholerisch sein, ich möchte nicht mehr schreien, ich möchte nicht mehr sauer sein und so weiter. Und obwohl ich schon dieses Bewusstsein theoretisch habe ich es aber noch nicht umgesetzt. Und erwische mich wieder dabei, dass ich, wenn ich es doch dann die Erkenntnis auch gleich habe, oh Mann, das will ich doch eigentlich gar nicht. Wie komme ich denn hier nochmal auf 180 oder so? Und da ist mir klar geworden, weil das Gefühl gefehlt hat. Es ist die theoretische Erkenntnis, okay, aber wenn ich es nicht fühle und internalisiert habe, dann hat das keine dauerhafte Wirkung für mich. Und selbst die darf sich dann nochmal häufiger wiederholen, durch Training. Weil diese unbewussten Methoden sind ja auch durch jahrelanges, jahrzehntelanges unbewusstes Wiederholen, bin ich so geworden, wie ich war. Und dann darf ich natürlich auch trainieren. Es ist so, du hast Ayahuasca, glaube ich, eingangs erwähnt, oder wir hatten vorher darüber gesprochen. Das ist ja wie so ein Hammer auf diesem Brustkorb, dieser Programme. Und
Und ich kann auf einmal wieder atmen und sehe so, wow, so kann sich das eben auch anfühlen. Dann bin ich so einen Tag erleuchtet, so nach dem Motto. Und dann wundere ich mich, warum ich wieder so bin, wie ich war. Weil es ist nur eine Erinnerung. Dann darf ich weitermachen. Dann darf ich weitergehen. Ne? Und so hat der Kakao auf mich gewirkt. Und ich konnte dann dieses Gefühl mal wieder wahrnehmen. Und ich konnte das Gefühl der Vergebung mir selbst und meinen Eltern gegenüber wahrnehmen. Und habe Rotz und Wasser geheult natürlich auch. Und war auch gleichzeitig dann in diesem so, ich fühl's. Und ich würde lügen, wenn ich nicht immer noch meine Mutter lebt noch. Nicht mal hier und da noch leider irgendwo bewerte oder so. Aber schon mit einem ganz großen Lächeln, mit einer ganz, ganz großen Portion Humor und Akzeptanz. Und auch alle meine anderen Beziehungen. Und vor allen Dingen ja zu mir selbst. Ne, hat sich durch Kakao unter anderem, das ist natürlich der größte Teil aktuell in meinem Leben, positiv verändert. Also genau, es ist in der Essenz, die es erlaubt, es erhöht die Möglichkeit, mich mit mir, mit meinem Sein, mit meinem Gefühl, mit meinem Herzen zu verbinden. Und wenn ich möchte, das aktiv auch zu nutzen, um in Situationen reinzugehen, die ich erlebt habe und die nicht so schön waren. Und die natürlich unbewusst Einfluss auf mein Jetzt haben und auf das, was ich in Zukunft kreiere. Und da ist so die Veränderung, die Heilarbeit mit drin. Und das kann Kakao unter anderem. Genau. Also das, was du beschreibst, das bringt so schön auf den Punkt. Also wo ich das erste Mal zeremoniellen Kakao getrunken habe, das hat mich in ein Gefühl gebracht, wo ich einfach so überrascht war, wow, das ist echt kraftvoll. Also so, gerade diese Herzöffnung und ich würde sagen, so diese Verbindung, die ich zu mir selbst bekommen habe, die kannte ich schon, wenn ich vielleicht mal auf einem Retreat war oder wenn ich eine starke Meditation hatte oder einfach, wenn ich mal Glück hatte. Ne? So. Ja. Und das war so die erste Erfahrung. Und tatsächlich habe ich letztes Jahr im Winter, da war ich in Nicaragua und ich hatte auch so emotionalen Päckchen mitgenommen zum Verdauen. Und dann laufe ich halt, da war nicht so viel, und dann gehe ich in den kleinen Supermarkt und dann liegt da halt der zeremonielle Kakao. Und ich denke so, ey cool, da kaufe ich mir jetzt mal ein Päckchen und schau mal, wie der schmeckt. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich so eine Kakaotherapie zu machen. Habe dann für mich gemerkt, ich habe so ein spezifisches Yoga-Programm für mich gemacht, mit Meditation und Asanas auf Herz. Und habe jeden Tag meinen zeremoniellen Kakao gemacht. Und ich habe gemerkt, ich stehe früh auf und wie es halt so ist, wenn man gerade so ein Thema ist, das man prozessiert, ich stehe früh auf, mir geht es nicht so gut, dann mache ich mir meinen Kakao und dann dauert es halt, ich sage mal, eine halbe Stunde und dann geht es mir richtig gut. Aber gleichzeitig ohne, dass ich in so einen Verdrängmodus komme, sondern mir geht es gut und gleich, also das, was du aussagst, ich bekomme in die Dankbarkeit, ich komme in ein Gefühl für mich, vielleicht kommt da auch mal was hoch, eine Verletzung, das darf dann auch mal gehen. Und es hat mir einfach unheimlich geholfen, durch den Prozess durchzugehen. Und da habe ich das erste Mal wirklich so verstanden, dass es ist eine Medizin. Yes. Es ist eine Medizin, die dir wirklich helfen kann, emotionale Sachen zu bearbeiten. Und seitdem empfehle ich es auch, wenn ich Menschen im Coaching habe und also ich arbeite viel damit, Menschen ins Gefühl zu bekommen. So fühl halt mal, was los ist. Wie soll sich dein Leben anfühlen? Wie fühlt sich jetzt eine Situation an? Und oft ist es tatsächlich so, dass Menschen es nicht fühlen können. Und dann ist für mich so, hey, probier mal Kakao aus, ob es dir hilft. Und da kam ganz häufig die Rückmeldung auch, dass es halt hilft, genau diese Wand aufzuknüpfen, also mehr ins Fühlen zu kommen. Und das ist für mich halt, glaube ich, so der Schlüssel, wenn ich habe auf die letzten, ich sag mal, 10 Jahre ist die meiste Heilung bei mir durchs Fühlen passiert. Ich habe alles nochmal durchfühlt, was ich früher nicht durchfühlen konnte, weil ich mich nicht getraut habe oder weil ich mit der Situation nicht umgehen konnte, weil es mich überfordert hat. Und jetzt kriege ich vieles nochmal päckchenweise, Sachen aus der Jugend, aus dem Kindergarten, wo ich aufgewachsen bin. Ich erinnere mich, das steckt irgendwo im Körper fest und ich komme durchs Fühlen heilig. Und ich glaube, das ist halt, also über die letzten Jahre für mich so, da steckt halt die Kraft drin, wie wir uns auch selbst von Themen befreien können. Das ist einfach nochmal durchfühlen. Ja, und Kakao ist für mich jetzt so der Türöffner, Ja. der mir hilft,
und es ist halt nicht so stark, dass es wie, ich muss jetzt, also es wird jetzt wie vielleicht bei wenn Menschen Psychedelics nehmen, psychedelische Sachen, ist ja wirklich intensiv. Das heißt, vielleicht bekomme ich ein Thema, was ich jetzt gar nicht verarbeiten kann. Und Kakao ist eher so, ist einladend. Die Tür ist offen und ich habe dann so die Möglichkeit, ich kann es mir anschauen, ich kann es aber auch lassen. So ein bisschen. So. Yes. So würde ich es beschreiben. Absolut. Also das wäre auch, oder ist mein Satz auch so ein bisschen dazu. Es ist total klar und direkt. Kakao ist aber gleichzeitig zärtlich und warm. Und ist unnachgiebig, aber übt keinen Druck aus. Aber ich komme nicht an meinen Themen vorbei. Löschen können wir sie ja sowieso nicht und so. Ich kann sie auf die Bank schieben, aber sie ist immer präsent. Das Thema ist immer da. Aber ich kann sozusagen ein bisschen damit hantieren, lasse ich es jetzt zu oder möchte ich das lieber zu einem anderen Zeitpunkt? Und da ist halt auch super viel Verständnis und Mitgefühl da. Also auch von Kakao selbst. Und so genau darüber hinaus ist es halt eine permanente Begleitung. Ne, eben eine Führung. Du hast vorhin schon erwähnt, also es gibt so 2 Aspekte vom Kakao. Das eine ist die physiologische Wirkung, was es auf den Körper macht, die ganzen Wirkstoffe. Und ich glaube, das kennen ja auch die meisten. Also das kann man auch nachlesen in Google. Einfach mal, was zeremonieller roher Kakao macht und dann findest du die ganzen Inhaltsstoffe. Ist gut für den Körper. Ich finde, spannend wird's der Aspekt des Pflanzengeists. Und konnte früher, klar, ich bin Ingenieur, ich komme aus der technischen Richtung und konnte früher da wenig damit anfangen. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Und bin auch durch eine schamanische Ausbildung, habe ich viel Wissen dazu bekommen, wie Pflanzen eigentlich in unserem Körper wirken. Dass es gar nicht nur so die Wirkstoffe sind, sondern dass da halt auf einer feinstofflichen Ebene noch ganz andere Dinge ablaufen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was teilen dazu. Wie kann man sich das vorstellen mit dem Pflanzengeist? Was passiert da? Was kannst du da teilen dazu? Ja, ich glaube, einen Teil habe ich ja auch gerade erwähnt, dass eben eine Präsenz ist, dass es eine Energieform ist, dass es eben, wie du genau richtig sagst, die Wirkstoffe sind das eine, aber auch wir haben einen Körper, das sind sozusagen auch unsere Wirkstoffe und sind die gleichen Substanzen, wie auch im Kakao drin sind. Und gleichzeitig haben wir einen Geist, der diesen Körper bewohnt, sozusagen. Und das ist natürlich bei allem, was wir sehen, exakt identisch. Und das ist natürlich auch beim Kakao so und eben den anderen Meisterpflanzen. Und deswegen ist auch kein Lebewesen ist zu gering einzuschätzen mit der Wirkung, die es hat für uns und die Möglichkeiten, die es bietet. Das Leben ist exakt und irrt sich nicht. Die sich täuschen, sind wir. Und die Pflanze Kakao kommt halt mit dieser Portion Liebe im Gepäck. Mit dieser Wärme, mit dieser Zärtlichkeit. Und kommt hier auf die Erde und verkörpert sich im Kakao. Sodass wir sagen können, dass es Kakao oder auch einen anderen Namen rein theoretisch geben könnten. Das ist das Physische. Aber der Kakao wirkt natürlich auch mit uns, ob ich jetzt Kakao trinke oder nicht. Und genau, also so viel kann ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Dann würde ich mich zu viel in Philosophie oder dergleichen verlieren. Aber es ist ganz klar, wir haben 5 Elemente hier. Wir haben die 4 Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft, die wir brauchen, um einen Körper zu haben, den eine Pflanze, den eine Rose braucht, um Rose zu sein. Und um das 5. Element hier wirken zu lassen, den ätherischen Duft der Rose, der keines der 4 Elemente ist, aber die es braucht, um den Duft zu entfalten. Das ist ein schöner Vergleich mit der Rose. Das sind so die Sachen, die man halt oft übersieht. Und das macht ja eigentlich die Rose aus. Ja. So der Duft. Deswegen lieben wir die Rose vor allem. Aber ja, gut, das Optische auch. Du hast gerade auch gesagt, Meisterpflanze, also Kakao ist eine Meisterpflanze. Was unterscheidet eine Meisterpflanze? Gibt es da eine Definition davon oder woher kommt es? Das ist eigentlich ein schöner Satz. Eigentlich darf es gar keinen, glaube ich, Unterschied geben zwischen Meister- und Nicht-Meisterpflanzen. Ähnlich wie Unkräuter und gute Kräuter oder so. Weil, wie gesagt, es ist alles exakt und alles hat seinen Sinn in unserem Leben.
Ne? Und von daher, oder wenn ich dich nicht als mein Lehrer ansehe, bist du nicht mein Lehrer. Aber du könntest meiner sein. Das heißt, es kommt natürlich auch auf meine Sichtweise an, die ich habe. Ne? Jeder ist mein Lehrer, jeder ist mein Schüler gleichzeitig. Jeder ist göttlich. Ne? Ich laufe nicht immer rum in diesem Gewahrsein sozusagen. Wenn ich dann erinnert werde, sage ich mir immer wieder, geh mehr so durchs Leben, David. Am besten stehe jeden Morgen auf, viele Dinge setze ich schon um in meinem Leben und alles, was ich sehe, bin ich. Alles, was ich sehe, ist Ausdruck meines Bewusstseins. Ne? Alles. Absolut. Einfach, schlichtweg alles. Und so natürlich auch jede Pflanze, auch wenn die hier jetzt, glaube ich, okay, die scheint echt zu sein. Die ist echt, ja. Aber selbst wenn sie nicht echt wäre, würde sie aus echten Substanzen geformt sein. Weil alles kommt von Mutter Erde. Ja. Einfach schlichtweg alles. Ja. Ja. Ja, Genau. das ist schön, sich da immer wieder zu erinnern. Das Kakao-Thema, also man merkt ja auch so die letzten Jahre, das nimmt so richtig Fahrt auf, auch hier in Deutschland. Also es gibt ganz viele, die sich dem Thema widmen. Was würdest du sehen, was ist so die Aufgabe von Kakao? Ich würde vor allem hier in Deutschland, weil aus meiner Sicht so Dinge kommen ja nicht ohne Grund, das ist ja kein Zufall, dass Kakao jetzt so präsent ist und ich habe auch so das Gefühl, also bis vor kurzem war es halt vor allem der Kaffee. Ich sage aber Menschen, mit denen ich arbeite, die halt immer noch Kaffee trinken, gebe so einen Tipp, probier es mal so mit Kakao zu tauschen. Weil das eine ist, Kaffee ist auch eine Pflanze, die macht was mit dir, ganz spezifisch. Und tauscht das mal gegen Kakao, weil Kakao hat ja auch, also ich finde es sehr belebend, macht mich auch wach, aber gleichzeitig macht es mich kreativ. Es macht eine andere Ebene auf. Wie würdest du das sehen? Was ist der Sinn und Zweck davon, dass sowas jetzt zu uns nach Deutschland kommt? Kannst du das irgendwie aus deiner Sicht einschätzen? Ja, klar, für mich ganz klar. Also Kakao ist zu mir gekommen, so sehe ich das, weil meine Ausrichtung einfach ist und in all den Jahren gewesen ist, seit ungefähr 2008, 2010, wo ich meine ersten Schritte in Mexiko gehen durfte und meine ersten Erfahrungen machen durfte, habe ich in Zeremonien, wenn man eine Intention setzt, habe ich eigentlich immer die Intention gesetzt, A, dass ich mich selber heilen möchte und B, dass ich auch zum höchsten Wohle der Schöpfung dienen möchte. Das ist immer meine Ausrichtung. Und so wollte ich immer was Sinnvolles mit meinem Leben machen. Ob ich das immer geschafft habe, ist eine andere Frage. Und so ist für mich völlig klar, diesen Pflanzengeist, der hier auf der Erde ist, um uns seine Energie zu teilen, eben die Energie der Liebe, zu teilen und eben für mich einen Beitrag zur Bewusstseinsentwicklung zu leisten, ne, von dem ich nicht weiß. Wir wollen zum Beispiel auch bei Maya Moona, wir wollen nicht überzeugen oder so, das ist eines unserer Werte. Wir wollen inspirieren. Früher bin ich vielleicht nochmal hier und da als Missionar durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, ich hab's geschnallt und du nicht, so nach dem Motto. Und ich erzähle dir jetzt mal, wie der Hase läuft, so ungefähr. Und heute ist es so, es soll pure Inspiration sein. Wenn sich jemand davon angesprochen fühlt, dann kann die Person mitgehen, kann Fragen stellen, kann weitergehen, sich immer ihr eigenes Bild machen, ihr eigenes Gefühl. Und genau, und ja, wir sind ja gerade in einem ziemlich krassen, vorhin der liebevolle Rohan, der uns hier begleitet hat und den Raum vorbereitet hat, hat ja gesagt, wir leben in Zeiten der Aufklärung. Und das finde ich ziemlich passend. Wir sind natürlich gerade in krassen, intensiven Situationen. Das nehmen alle Menschen wahr, egal ob sie sich als spirituell bezeichnen oder auf ihrem Weg oder gar nicht. Egal, wo ich hinhöre, wo ich Gespräche mitbekomme, Kontakte aus der Gesellschaft, egal aus welchem Teil der Gesellschaft. Es drückt viele nehmen es halt, manche nehmen es bewusster wahr, einfach, aber überall ist Bewegung. Überall ist Bewegung, es verändert sich was, es muss sich was verändern. Und ich glaube, uns beiden ist klar, wir kommen aus dem Fischezeitalter, wir sind jetzt beim Übergang ins Wassermann-Zeitalter. Wir sind am weitesten weg von der Sonne. Wir treten jetzt wieder in die Zeit, wo wir näher zur Sonne kommen. Wir sind ganz am Anfang und wir kommen jetzt sozusagen in diese neue Zeit. Aber das ist ganz am Anfang. Und das bedeutet, dass wir, je näher wir der Sonne kommen, umso höher wird automatisch unser Bewusstsein. Und zeitmäßig kommen wir natürlich immer wieder an gleiche Punkte, weil wir uns spiralförmig bewegen.
Nichtsdestotrotz können wir niemals wir können zwar am Fluss an der gleichen Stelle einsteigen, aber das Wasser ist anderes und wir sind jemand anders geworden schon in der Zeit. Und jetzt geht's halt für mich darum, ganz klar, durch meine eigene Heilung, wo Kakao mir sehr stark hilft, mein Licht, mein Sein, wenn es so ist, eben anderen zu teilen, wenn sie das wollen, wenn sie davon sich was nehmen können sozusagen und dass es uns allen wirklich einfach besser geht. Also ich möchte gerne, auch wenn ich weiß, und das sehe ich auch in meinem Leben, ich lebe in einem Paralleluniversum, ich lebe in meiner eigenen Welt hier, die ist wunderschön, ich lebe ein wunderschönes Leben, kriege aber natürlich auch noch Sachen mit und habe auch manchmal sind Ängste bei mir getriggert oder so, wenn ich manchmal aktuelle weltpolitische Situationen sehe oder so und mache mir dann selber auch das Ziel, den Wunsch, ich möchte eine Welt in Frieden, ich möchte die Welt verändern, auch wenn ich weiß, ich muss mich selbst oder darf mich selbst dafür verändern. Und dann ist auch die interessante Frage, die ich mir manchmal selber stelle und da auch noch nicht so einen ganz klaren Zugang dazu habe, und das glaube ganz, ganz wichtig ist für uns alle, auf jeden Fall für mich, wie soll denn die Welt sein? Wie wird sie sich denn anfühlen? Wie wird sie sich denn anfühlen, wenn wir alle im Frieden sind? Ich habe es ja hier noch gar nicht erlebt. Ich habe Zustände erlebt in meinem Leben mit Medizin, wo ich Einsseinszustände sozusagen während Silent Retreats oder so, bei Muji, wo ich so genannte, für mich persönlich, kann ich ja nicht vergleichen, Zustände erlebt habe, wo ich komplett im Einklang war, in Harmonie, im Frieden, in der Liebe, Glückseligkeit. Aber wie ist das, wenn wir das Leben so hier leben? Wie wird das überhaupt sein? Und der Weg ergibt sich beim Gehen. Ich gehe ihn mit viel Vertrauen. Ich gehe einfach nach Venezuela. Ich gehe einfach barfuß in den Dschungel, wo sich die Bauern dann auch den Kopf halten und sagen, ey, wir wünschen uns, dass wir Gummistiefel haben und du lässt sie liegen. Und hier laufen die Schlangen rum, so. Und ich so, ey, trust, ne? Ja, und wer weiß, was kommt. Genau, aber es ist ein Beitrag zur Bewusstseinsentwicklung für uns Menschheit. Ja, das ist echt schön. Also ich vertrete ja auch so also in mir steckt auch so diese Weltverbesserer oder ich möchte was beitragen, auch mit meiner Arbeit. Und mein Ansatz ist ja auch so, dass wir die Welt nur verändern können, wenn wir uns selbst verändern. Und ich habe das irgendwann mal für mich so, zumindest mir so erklärt oder für mich so begriffen, dass halt die Welt sieht halt so aus, wie sie momentan ist, weil jeder von uns einen Teil davon halt beiträgt. Also sie ist ja nicht einfach so, wie sie ist, ohne dass wir sind ja nicht disconnected davon. Und wenn ich es schaffe, aber eine andere Energie zu gehen, ein anderes Gefühl, dann ändert sich natürlich auch die Welt. Und ich glaube dazu, das habe ich vorhin auch, also wo ich das erzählt habe in Nicaragua, da war es ja auch so, ich konnte halt durch den Kakao jeden Tag in ein anderes Gefühl gehen. Er hat mir geholfen, auf ein anderes Gefühlslevel zu gehen und damit ist es wieder meine neue Realität geworden. Es hat ein Stück gedauert und irgendwann habe ich gemerkt, der Kakao darf jetzt so langsam wieder gehen, ich brauche nicht mehr so viel, aber das Gefühl ist geblieben. Ja. Und ich glaube, wenn das halt auch gerade hier in Deutschland, uns geht es ja wirklich gut, also im Vergleich so, klar, wir haben hier die ein oder anderen Probleme in dem Land, aber jetzt, wenn man mal wirklich rausgeht und kommt zurück nach Deutschland, dann merkt man so, wow, uns geht es schon richtig gut hier. Und wenn wir jetzt unseren Mindset noch mal ein bisschen ändern würden und noch in ein Gefühl reinkommen, dass wir das realisieren, wie gut es uns geht und das auch nach außen tragen würden, also so ein bisschen Latino-Lebensfreude hier nach Deutschland bringen würden, dann wäre das halt nochmal ein ganz anderes Level, wie wir hier einfach leben könnten. Natürlich, na klar. So, und ich glaube, da kann Kakao auf jeden Fall einen guten Beitrag leisten dazu. Ja, und Kakao, es bringt ja auch so wunderschöne Menschen zusammen. Also fast alle, die ich jetzt irgendwie kennenlerne und vorher schon kannte, die irgendwie auf ihrem Weg sind, die auf spirituelle Gatherings gehen, die musizieren, die Hippies sind, die Reisende sind, die andere Medizinpflanzen genommen haben, nimmt jeder Kakao auch. Und die teilen das natürlich auch. Ne, durch ihr Sein, durch ihr Wirken, durch ihr Handeln, durch ihre Worte. Und ja. Stark.
Ich hätte noch eine Frage an dich so zum Abschluss. Da schauen jetzt vielleicht die ein oder anderen Menschen zu, die sich ja auf den Weg machen, vielleicht ganz am Anfang stehen oder mittendrin sind. Was würdest du ihnen raten, wenn du sagst einfach, hast du so einen Tipp, was du anderen Menschen mitgeben kannst, die sich auf den Weg machen wollen? So eine Botschaft für die. Das ist natürlich... Was würde ich mir selber raten? Was rate ich mir selber? Atmen. Atmen auf jeden Fall. Ruhe. Innenschau. Zeit nehmen. Fühlen haben wir schon angesprochen. Den Raum kreieren, um zu fühlen. Weil ich sofort in dem Moment auch mein State sofort verändere einfach. Also, wenn er mir nicht gefällt, sozusagen. Fühlen, atmen und der Freude folgen. Der Freude folgen. Ne? Wir haben ja ein System in uns, das wir alle kennen. Wir reden ja oft vom Bauchgefühl. Wir entscheiden uns, oder ich entscheide mich immer noch manchmal gegen mein inneres Gefühl. Trotz des Wissens, des inneren Wissens, das in mir ist, treffe ich noch manchmal Entscheidungen und Handlungen, es wird immer weniger, wo ich weiß, das ist doch jetzt nicht kohärent. Und da im Vertrauen zu sein, sich von der inneren Stimme führen zu lassen. Ich glaube, das ist auch schon, das ist vielleicht auch schon alles, ne? Genau. Schön, ja. Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Also das ist halt, bedarf es ein bisschen Mut, wenn man es noch nicht gemacht hat. Vielleicht auch mal kleine Schritte gehen. Also erstmal mit kleinen Sachen anfangen, aber ich habe das rückwirkend auch gemerkt, dass mein Gefühl wusste eigentlich schon immer, wo es lang geht. Manchmal habe ich mich früher noch nicht getraut, dem zu folgen, aber sobald man anfängt, dem Gefühl zu folgen und vor allem auch der Freude, dann glaube ich, ist man echt auf einem ganz guten Weg. Ja. Und wenn ich noch was sagen darf, wir alle kennen den Satz, man kann nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Also eine persönliche Erkenntnis von mir, für mich in meinem Leben, ist halt mittlerweile auch, wenn ich mir ein Ziel setze, wo ich mich verändern möchte, dann setze ich den Samen energetisch und gehe in das Gefühl. Und dann gibt es ja diese Bilder, der Bauer, wenn er einen Apfelsamen pflanzt, dann guckt er nicht jeden zweiten, dritten Tag, macht die Erde wieder auf und guckt, wie sich der Samen entwickelt, sondern dann lässt er das im Vertrauen, dass da kann nur ein Apfelbaum daraus werden. Wenn da genügend Wasser reinkommt, wenn genügend Substanzen in der Erde sind, Sonne, Wind und noch durch meine schöne Pflege, dann kann das einfach nur werden. Aber es hat seinen eigenen Rhythmus. Und das habe ich gerade so im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, habe ich dann mich irgendwann bei der Realisierung erwischt, oh geil, ich muss gar nicht mehr so krass aktiv dieser imaginären Karotte der Heilung hinterherlaufen, weil es kommen so wie Gnaden dann. In irgendeinem Moment merke ich, es hat sich verändert. Jetzt ist es da. Und es ist einfach passiert. Natürlich durch meine Ausrichtung, natürlich durch mein Sein auch. Weil wenn ich mich dem nur blockiere gegenüber oder so, ja, dann dauert das noch ein bisschen. Dann schlafe ich vielleicht noch weiter oder dergleichen. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Das Vertrauen in die Weisheit, die Intelligenz des Lebens zu haben, die eben auch den Samen wachsen lässt, die uns aus einem Samen haben entstanden lassen. Ich weiß nicht, wie ich einen Samen produziere als Mann. Ich glaube, die Frau weiß auch nicht, wie sie das Kind wirklich zur Welt bringt, wie das in sich ernährt wird. Wir haben 70 Billionen Zellen im Körper, die miteinander funktionieren. Alles passiert einfach. Und während ich hier reden kann, während ich hier sitze, meine körperlichen Funktionen sind aufrechterhalten. Ich schaffe es nicht mal, glaube ich, 10 Sachen gleichzeitig zu machen. 70 Billionen Zellen, 10. 70 Billionen Zellen zu funktionieren zu lassen. Also da dürfen wir uns auch einfach klar sein, hier, wir sind eine Intelligenz und der können wir vertrauen. Ne, das ist alles schon da.
Wow. Danke dir für das Gespräch, danke dir für das Teilen und vor allem auch danke dir für deinen Mut, dieses Projekt in die Welt zu bekommen. Bin persönlich sehr dankbar dafür und kann auch allen, die jetzt hier zuschauen, empfehlen, wir packen unter das Video die Beschreibung und den Link zu Maya Munai rein und auch einen Rabattcode, wenn ihr das probieren wollt. Probiert es aus, testet den Kakao von Maya Munai und ich kann von ganzem Herzen ihn empfehlen und wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg für das Projekt und ja, ganz viel Liebe dafür. Danke dir. Danke dir. Dir auch. Dir auch. War schön. Hat richtig Spaß gemacht. Ich war ein bisschen nervös am Anfang und auch gestern und heute Morgen noch ein bisschen und kenne mich und wusste, es durch Zeremonien, durch Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben, das ist eine schöne Aufregung, das ist was Schönes und es wird dann irgendwann ganz natürlich werden. Ne? Also auch danke, dass du den Raum da hältst und mir gegeben hast. Danke. Gerne. Danke. Auch viel Erfolg für dich. Dankeschön. Wir machen das Gleiche. Absolut.